Herzlich willkommen zum krönenden Abschluss der Videoserie, wie Sie gute Entscheidungen treffen können, insbesondere gute Karriereentscheidungen. Wo stehen wir gerade? Sie haben eine differenzierte Entscheidungsmatrix für Ihre Entscheidung aufgestellt und wollen jetzt ermitteln, welches die bestmögliche Handlungsoption ist. Wie sind Sie so weit gekommen? Im zweiten Video haben wir Ihnen gezeigt, dass es sehr lohnenswert sein kann, erst einmal darüber nachzudenken, worin die eigentliche Entscheidung besteht. Im dritten Video haben wir Ihnen dann gezeigt, wie Sie Ihre Ziele wirklich umfassend identifizieren können und im vierten Video, wie Sie erkennen, was am Ende für Sie wirklich zählt. Im fünften Video haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie ganz einfach systematisch attraktive Handlungsoptionen identifizieren können, an die Sie gegebenenfalls bislang noch nicht gedacht haben. Im sechsten Video haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie die Folgen der Handlungsoption abschätzen können, also welche Implikationen haben sie. Dann haben Sie im siebten Video eine wirklich ganz einfache Methode zur schrittweisen Reduktion der Komplexität des Entscheidungsproblems kennengelernt. Dabei werden sogenannte wertgleiche Tausche durchgeführt, um die Ziele und Handlungsoptionen schrittweise zu eliminieren, bis am Ende noch die beste Handlungsoption übrig bleibt. Leider ist es nicht möglich, Unsicherheit mit dieser Methode abzubilden. Also, wenn Sie beispielsweise nicht genau abschätzen können, inwieweit eine Handlungsoption zur Zielerreichung beiträgt. Wir hatten das Beispiel des Einkommens, wenn man ein Unternehmen gründet. Bei so etwas kann man nicht einfach einen Durchschnittswert angeben. Der würde ja gar nicht das darstellen, worum es geht. In diesen Fällen, wenn Unsicherheit vorliegt, empfehlen wir, die Entscheidung mit Hilfe der multiattributiven Nutzentheorie zu modellieren. Das klang jetzt kompliziert. Ich werde Ihnen das jetzt anwenderfreundlich erklären und die theoretischen Grundlagen wirklich nur ganz kurz anreißen. Es ist erforderlich, dass die Zielbewertungen, die Sie nachher durchführen, unabhängig voneinander sind. Fundamentalziele erfüllen genau diese Anforderungen. Daher haben wir im vierten Video gezeigt, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Ziele fundamental sind. Für jedes Ziel gibt es eine spezifische Teilnutzenfunktion U. Die Unabhängigkeit der Ziele erlaubt nun, den Teilnutzen aus einer Handlungsoption für jedes Ziel zu ermitteln und dann gewichtet zu summieren. Dafür müssen Ihre Präferenzen ermittelt werden. Das sind Ihre Teilnutzenfunktionen und Ihre Zielgewichte. Eine kurze Zusammenfassung dieser Vorgehensweise finden Sie im zweiten Artikel zu Peters Jobwahl. Auch dieser ist frei verfügbar. Jetzt stelle ich Ihnen ein Entscheidungsunterstützungstool vor, das Ihnen das Rechnen abnimmt und Ihnen ermöglicht, wirklich einfach Ihre Präferenzen auszudrücken und zusammenzufassen. Denn das war genau das Ziel von Rüdiger von Nitsch aus Aachen und mir, als wir das Entscheidungsnavi ursprünglich konzipiert haben. Die Umsetzung ist dem sehr eifrigen und kompetenten Team von Rüdiger wirklich exzellent gelungen. Das Entscheidungsnavi funktioniert nicht nur, wie es soll, sondern es ist auch ausgesprochen benutzerfreundlich. Das Besondere an diesem Tool ist, dass es den Anwendenden viele nützliche Ratschläge gibt, fast sogar schon einen Entscheidungsanalysten, der sie unterstützt, simuliert. Auf den nächsten Folien werde ich Ihnen das Entscheidungsnavi kurz vorstellen. Ich möchte Ihnen die Funktionalitäten dieses Entscheidungsunterstützungssystems gerne anhand eines Beispiels zeigen. Und natürlich, Sie ahnen es, nehme ich dafür unser fortlaufendes Beispiel von Peters Jobwahl. Wenn Sie oben rechts auf Projektverwaltung klicken, öffnet sich dieses Menü. Jetzt müssen Sie auf Themenprojekt öffnen klicken und es öffnet sich eine Liste mit einigen Beispielen. Peters Jobwahl findet sich ganz am Ende weiter unten alphabetisch. So sieht Peters Ergebnismatrix im Entscheidungsnavi aus. Bislang haben wir sie in der Tabelle dargestellt. In den anderen Videos haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie schrittweise eine solche Entscheidungsmatrix erstellen können. Die ersten 4 Schritte im Entscheidungsnavi haben Sie also quasi schon durchgeführt in Ihrer eigenen Karriereentscheidung. Wenn Sie den Schritt anklicken, sehen Sie jetzt jeweils die Eingaben für Peters Beispiel. Das Entscheidungsnavi erlaubt nicht nur,
dass Sie Ihre entscheidungsrelevanten Informationen strukturiert eingeben können, sondern gibt Ihnen darüber hinaus auch in den einzelnen Schritten zahlreiche Tipps. Diese Tipps basieren größtenteils auf den Ideen von Ralph Keeney, Value Focused Thinking. Einige habe ich Ihnen auch schon erläutert. Diese Tipps können Sie optional jederzeit anklicken. Sie sehen, wie das dann aussieht hier. Jeweils da einige interessante Hinweise. Kommen wir nun zum 5. Schritt, zu der Eingabe Ihrer Nutzenfunktion. Die Fundamentalziele werden häufig auf unterschiedlichen Skalen gemessen, beispielsweise mit Euro oder mit Schulnoten. Die Werte können daher nicht sinnvoll addiert werden. Es ist so, als ob Sie Äpfel mit Birnen vergleichen bzw. sogar addieren wollen. Das geht natürlich nicht. Daher bewerten der oder die Entscheidende jetzt alle Zielausprägungen auf einer sogenannten Nutzenskala. Zumeist kommen dafür von 0 bis 1 oder 0 bis 100 normierte Nutzenskalen zum Einsatz. Dabei bekommt die schlechteste Zielausprägung den Teilnutzwert 0 und die beste den Teilnutzwert 1 oder 100 zugewiesen. Das Entscheidungsnavi bietet dafür eine grafische Erhebungsmethode. Das sehen Sie hier. Bei kontinuierlichen Zielausprägungen, also Euro, können Sie durch das Klicken die Form der Kurve verändern, bis sie Ihren Präferenzen entspricht. Sie sehen auch hier wieder, dass die schlechteste Zielausprägung 0 Euro einen Teilnutzen in Höhe von 0 zugewiesen bekommt. Hingegen 250.000 Euro, die beste Zielausprägung, bekommt einen Nutzen in Höhe von 1 zugewiesen. Der konkrete Verlauf hängt von Ihren Präferenzen ab und kann bei jedem anders aussehen. Falls Sie diskrete Zielausprägungen haben, wie hier beispielsweise bei Freude bei der Arbeit mit den Ausprägungen keine, wenig, mittel, viel und sehr viel, können Sie direkt den Wert der Nutzenfunktion anklicken, der Ihren Präferenzen entspricht. Auch hier gilt, Übung macht den Meister. Wenn Sie ein paar Mal Ihre Ziele mit Nutzenfunktionen bewertet haben, dann wird Ihnen das relativ leicht von der Hand gehen. Im 6. Schritt sind noch die Zielgewichte zu ermitteln. Auch dafür gibt es wieder zahlreiche Methoden. Die einfachste besteht darin, den oder die Entscheidenden zu fragen, wie wichtig ein Ziel im Verhältnis zu einem Referenzziel gesehen wird. Ganz wichtig ist dabei, dass Sie die Ziele nicht den Namen nach vergleichen, sondern die Bandbreiten der Ziele. Im 7. Video habe ich Sie gefragt, was ist wichtiger beim Autokauf? Kosten oder PS? Eine solche Frage können und dürfen Sie nicht beantworten. Wohl aber, was ist wichtiger, die Differenz zwischen 8.000 und 14.000 Euro oder die Differenz zwischen 50 und 200 PS? Deswegen sollten Sie sich immer über die Bandbreiten der Ziele bewusst sein, wenn Sie jetzt dann Zielgewichtung vornehmen. Andernfalls kommt nichts Sinnvolles raus. Der kognitive Aufwand für diese Direct Rating Methoden ist relativ gering. Aber die so eingegebenen Präferenzen sind häufig ausreichend präzise und geben die wahren Präferenzen des Entscheidenden üblicherweise angemessen wieder. Für den Fall, dass nicht, bietet das Entscheidungsnavi noch differenziertere Methoden zur Präferenzerhebung. Im 7. Schritt sind die Präferenzen mit einem geeigneten Modell zu einem Gesamtnutzwert zu aggregieren und eine Rangfolge zu erstellen. Zur Berechnung des Nutzwerts einer Handlungsoption werden für jedes Fundamentalziel die Teilnutzwerte mit dem Gewicht des Fundamentalziels multipliziert und aufsummiert. Die Formel hatten wir weiter vorne. Das Rechnen nimmt uns jetzt glücklicherweise das Entscheidungsnavi ab. Das Ergebnis der Entscheidungsanalyse wird in Form eines Ranking dargestellt. Die Handlungsoption auf dem ersten Rang führt subjektiv zu der bestmöglichen mehrdimensionalen Zielerfüllung und sollte implementiert werden. Sie sehen jetzt hier, dass die besten Handlungsoptionen in diesem Beispiel zufälligerweise sich nur geringfügig ganz bisschen im Nutzwert unterscheiden. Wir empfehlen immer, dass Sie die Reihenfolge Ihrer Entscheidungsanalyse mit Ihrem Bauchgefühl wirklich mal abgleichen. Wenn es da zu deutlichen Unterschieden kommt, gehen Sie nochmal zurück zu den Schritten 5 und 6 und schauen Sie, ob Sie Ihre Präferenzen auch wirklich korrekt angegeben haben. In einer solchen Reflexion lernen Sie auch sehr viel über Ihre eigenen Präferenzen. Das Entscheidungsnavi bietet darüber hinaus noch 3 sehr hilfreiche Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Entscheidung
vertieft zu verstehen. Mit Hilfe einer Sensitivitätsanalyse können Sie sehen, wie sich Ihre Nutzwerte ändern, wenn Sie Ihre Präferenzeingaben ein bisschen modifizieren. Sie könnten sich beispielsweise fragen, wie verändert sich mein Ranking, wenn ich meinem Einkommen doch noch ein höheres Zielgewicht gebe. Sie sehen das hier mal illustriert. Sie sehen, dadurch verändert sich das Ranking und es kommt zu Rangverschiebung. Weitere Erkenntnisse können Sie durch eine nutzenbasierte Stärken- und Schwächenanalyse gewinnen. In dieser Übersicht sehen Sie, in welchem Ziel die Handlungsoptionen über- oder unterdurchschnittlich abschneiden. Die Parameter Ihrer Entscheidung können mit Unsicherheit behaftet sein. In Peters Jobwahlbeispiel ist die Stelle mit Möglichkeit zur Aufstockung auf dem ersten Rang. Klar, wenn die Aufstockung klappt, dann liegt dieser Job auf dem ersten Rang. Was aber ist, wenn es mit der Aufstockung nicht klappt? Mit anderen Worten, wie robust sind diese Rankings? Das Entscheidungsnavi erlaubt die Durchführung einer sogenannten Monte-Carlo-Simulation zur Beantwortung dieser Frage. Dadurch wird nicht nur ein einmaliger Fall angeschaut, sondern beispielsweise 1.000.000 Fälle. Wir sehen jetzt hier, dass in 83% der Fälle die Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf dem ersten Rang liegt. Das Entscheidungsnavi unterstützt Sie hervorragend bei Ihrer Entscheidung. Wenn Sie es anwenden, können Sie nichts verlieren. Sie können ja immer noch das Gegenteil machen. Dadurch verliert man nichts. Aber meines Erachtens entsteht gerade durch die vertiefte Reflexion über die Entscheidung ein erheblicher Mehrwert. Wir sind nun fast am Ende dieser 8-teiligen Videoserie angelangt. Natürlich konnten wir nicht alle Fragen zum Thema Entscheidung und insbesondere Karriereentscheidung beantworten. Das geht ja gar nicht. Schon gar nicht können wir Ihnen Ihre Entscheidung, was Sie jetzt tun sollen, abnehmen. Unser Ziel liegt darin, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie Sie Ihre Entscheidung bewusster und proaktiver angehen können. Dass Sie bewusst entscheiden, mit welcher Entscheidung Sie sich auseinandersetzen wollen. Dass Sie sich über Ihre Ziele klar werden und dass Sie sich nicht mit den von anderen präsentierten offensichtlichen Handlungsoptionen zufrieden geben. Und dass Sie gute Alternativen identifizieren. Wir konnten empirisch mit insgesamt über 1.000 Teilnehmenden zeigen, dass proaktives Agieren in Entscheidungssituationen tatsächlich trainiert werden kann. Beispielsweise durch Vorlesungen zum Treffen von Entscheidungen oder Anschauen dieser Videoserie und Anwenden natürlich der vorgestellten Methoden. In der Folge sind die Teilnehmenden zufriedener mit ihrem Leben. Was kann ich mir denn mehr von meinen Zuhörenden wünschen? Hintergründe zu diesen Forschungen finden Sie in weiteren Videos oder diversen Pressemitteilungen, zusammengefasst auch auf meiner Website. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns über Ihre Erfahrungen beim Treffen von Entscheidungen berichten. Schreiben Sie mir doch einfach mal eine E-Mail. Wir überlegen, ob wir ausgewählte Fälle, natürlich mit Zustimmung der Betroffenen und gegebenenfalls anonymisiert, zu veröffentlichen als motivierende Beispiele für andere. Wenn Sie an weiteren entscheidungstheoretisch fundierten Konzepten, Tipps und Tricks interessiert sind, dann können Sie sich gerne auf meiner Website in einen Newsletter eintragen. Dann bekommen Sie 2-3 Mal im Jahr ein paar interessante Informationen zugesandt. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn Sie unsere Videos liken, kommentieren und teilen. Dadurch erreichen wir mehr Menschen, denen wir hoffentlich bei ihren anstehenden Entscheidungen zumindest ein klein bisschen weiterhelfen. Es liegt jetzt an Ihnen, proaktiver in Entscheidungssituationen zu agieren. Üben macht den Meister. Wir wünschen Ihnen viele gute Entscheidungen und in der Folge ein besonders schönes Leben.